irgendwas hört man da, ja? Irgendwas hört man da. Das hört sich sehr nach Porsche nämlich an. Denn, ja Leute, ich würde mal sagen, wir schwenken mal so ein bisschen hier rüber. Wie verrückt ist das bitte? Und ich glaube, daran kann man nämlich schon lesen, wo wir angekommen sind. Und zwar, Leute, bei LCE, beim guten Steven. Wir müssen uns gleich mal auf die Suche machen, wo der sich nämlich rumtreibt, aber ich kann es auf jeden Fall schon mal hören. Ja, irgendwas hört man auf jeden Fall. Downshifts. Denn Leute, wir haben hier was richtig, richtig Wildes vor, beziehungsweise hier ist schon die letzten Wochen schon was richtig Wildes gelaufen. Jetzt ist halt nur die gute Frage, Robert, in welche Richtung wir gehen sollen. Eigentlich immer Die dem Halle Sound ist offen hinterher. gewesen, der Steven ist auf einmal weg gewesen. Ja, Klassiker. Und ja, also ich meine, ich könnte mich jetzt hier total austoben, aber wir sind ja aus einem guten Grund hier. Ja? Und da möchte ich auf jeden Fall jetzt nämlich hin. Ja, schauen wir doch mal Ein hinter. bisschen rumschauen. Ja, komm. Wir gehen jetzt mal einfach rum. Ich habe gerade schon was richtig Gutes gehört und das hat sich sehr nach Porsche. Ja, da hast du richtig gehört. Hast So du einen das Prüfstand, gehört? Ja? irgendwas. Wir sind nämlich extra pünktlich gekommen. Ja, ihr seid pünktlich, ich nicht. Ich bin richtig, richtig gespannt. Da hätte ich gesagt, dann gehen wir gleich mal vor, oder? Ich habe ja bisher noch gar nicht gesagt, Ja. um was für ein Auto es sich überhaupt handelt. Ja, das sehen wir Das hast schon. du noch gar nicht erzählt. Nein, ich habe ja immer mal wieder gesagt gehabt, dieses Auto hat ja eigentlich schon Grundleistung serienmäßig und hat dann auch schon deutlich mehr Leistung bekommen, aber irgendwie, wie es so ist, war das noch nicht, genügend. Nee, Und, nee, Wie so oft, ne? Reicht es nicht aus. eben. Da sind wir extra jetzt natürlich zum Steven, weil wenn einer richtig Leistung kann, dann ist es hier der gute Mann. Ich habe ja zum Steven gesagt, pass auf, ich brauche mehr Leistung beim GT2 RS. Aber du kannst dich komplett austoben, mach was du willst, Hauptsache das Ding geht nochmal besser vorwärts, als es ja eh schon geht. Ja. Und er geht schon richtig gut Serie, ne? Ja, das ist brutal. Wobei ich ja sagen muss, mit dem Anteil-Kit, das liegt hier halt schon in der Geschwindigkeit geradeaus weg. Ja. Also das habe ich wirklich gemerkt, zwischen Serien GT2 RS und dann mit dem Anteil-Kit auf 200 finde ich das schon so, ja, schon so 0,3, 0,4 habe ich festgestellt, ist mir das schon weg. Stimmt. Das stimmt. Das Aber glaub ich deswegen auf jeden ist Fall. deswegen, Wir legen nochmal nach, dass wir das kompensieren. genau. Und ja, ich hätte gesagt, wir lassen die Jungs mal noch kurz dran arbeiten. Gerne. Ich kann dir vielleicht noch ein bisschen was zur Technik zeigen, was wir jetzt ja letztendlich verbaut Ja. haben, was wir gemacht haben. Und ich denke, bis dahin sind die Jungs dann auch wieder ready. Machen wir das so. Oder? Ich folge Ja, dir. ja. Also, dann gehen wir gerade wieder vor. Ja, wir haben hier mal ein paar Lader vorbereitet, weil wir können ja mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Wir haben ja die letzten Wochen viel miteinander zu tun gehabt und du hast ja gesagt, hey, Steven, ihr könnt das gerne alles machen, aber ich hätte gerne meine originalen GT2 RS-Lader. Genau, das habe ich ja gesagt, dass jederzeit, wenn du auf Glück gesagt hast, hey, das ist mir jetzt zu viel Leistung, ich möchte das Auto wieder komplett auf Serie zurückbauen, Ja. dass du halt auch wirklich wieder komplett die Serienlader einbauen kannst. Genau, und da war für uns natürlich die Schwierigkeit, weil im Normalfall kommt der Kunde ja zu uns, wir nehmen seine Original GT2 RS-Lader, lassen die bearbeiten und verbauen die auch wieder. Ne? Das heißt, wir haben eigentlich keine Tauschlader am Lager vom GT2, weil sie halt ultra selten sind und sehr, sehr teuer. Das tut mir leid, aber da bin nicht ich schuld, das ist der Robert. Ja, genau. Natürlich. Der Robert will die sich unbedingt ins Wohnzimmer stellen. Ja, ja, natürlich. Okay. Ja. Deswegen. Danke, Robert. Ja. Ja, die kommen auf Kleinanzeigen. Ja, auf jeden Fall haben wir dann ja auch geschaut, wo wir die auftreiben können und tatsächlich ist das gar nicht so einfach. Wir haben es aber geschafft. Weil keine- es nur so wenige gibt, oder? Also ich denke grundsätzlich in manchen Bereichen, sage ich jetzt mal Laderhersteller, ist es schwierig dran zu kommen, aber GT2 Lader hat kein Porsche-Zentrum auf Lager liegen. Wir haben, glaube ich, gefühlt Deutschland abgeklappert. Die einen Lader hatten, also man muss dazu sagen, die wollten dann irgendwo so viel Geld dafür haben, wo wir sagen, na gut, das steht in keinem Verhältnis. Wir haben jetzt auch schon einen Ticken mehr bezahlt, aber sei es drum, wir brauchen sie ja, ne, am Ende des Tages. Deswegen, deine Lader sind jetzt schon verbaut. Wir haben jetzt nochmal Demo-Lader, weil du ja gesagt hast, naja, sind die dann so viel anders? Ne? Und wenn wir jetzt mal schauen, das hier ist ein 991.2 Turbo S-Lader, der optisch Serie ist, der hat auch schon eine Bearbeitung gekriegt, der hat Einlass-, aulassseitig eine Bearbeitung, aber rein die Größe, ne, da siehst du dann schon mal Abgasgehäuse und so weiter.
Frischluftseite ist komplett was anderes. Und hier haben wir jetzt tatsächlich einen Serien GT2 RS-Lader umgearbeitet. Und jetzt schau dir mal das Ganze an, der Unterschied, ne, was du da schon frischluftseitig hast. Und jetzt, wenn du das natürlich auch mal umdrehst, abgasseitig, Serie und hier auch, ne, ist das natürlich einfach ein ganz anderer Lader. Ja. Und was wir jetzt halt wieder sehen, wo wir gesagt haben, komm, jetzt machen wir den Vergleich 992 Turbo S-Lader. Ne? Sieht optisch, sage ich jetzt mal, wenn wir uns das von vorne anschauen, gar nicht so different aus, sag mal vom Volumen her. Der hat hier noch mal ein bisschen mehr. Ne? Und das ist was, wo ich sage, da siehst du schon mehr Möglichkeit. Hier, der ist schon raus. Ja. So. Und jetzt musst du mal schauen, wenn wir jetzt unsere 1000er Stufe, der ist jetzt schon bearbeitet von uns. Und das ist auch der Lader in dem 992, den du dann fahren wirst. Ja. Dann siehst du mal, was da auf der Abgasseite passiert. Wow. Schau dir mal das Rad an und schau dir mal das Rad an. Ne? ja. Und das wurde bei dir jetzt eben auch nochmal bearbeitet. Ne? Einlass- und auslasseitig. Das heißt, dein GT2 RS-Lader, der ist auf jeden Fall für 1000 PS gebaut. Ja, Aber da muss man eigentlich schon sagen, dass serienmäßig ist das schon heftig, oder? das ist heftig. Also für einen Serienlader ist das heftig, weil man ja gerade sagt, also im 991-Bereich hast du die Größe nicht. Ne? Und du kannst ja nicht sagen, du nimmst ihn vom Turbo oder sonst irgendwas, das sind ganz andere Dimensionen. Ja. Also das ist schon echt ein brachialer Lader und deswegen, ja, da liegst du oft rum, ist natürlich horrend teuer, verstehe ich auch. Es ist schon verrückt, dass es kein Porsche-Zentrum gibt, die, sage ich mal, Serienlader rumliegen haben, dass das so speziell ist. Also wir haben da tatsächlich in den letzten Wochen nichts gefunden. Es gab wohl auch einen Engpass. Es war kein Liefertermin hinterlegt im Lager beim Porsche-Zentrum, wo wir angefragt haben, weil wir gesagt haben, ja gut, wie lange müssen wir denn warten? Ne? Dann hätten wir den Termin noch mal ein bisschen geschoben. Aber wir haben keinen verbindlichen Liefertermin gekriegt. Ja. Und mussten die dann halt... Ja, ich weiß schon, da haben wir nämlich so ein bisschen rumgeschrieben, dass das echt nicht so ohne ist. Ja. Und Aber es tut mir auch im Nachhinein leid, weil ich musste halt einfach so hartnäckig bleiben, weil ich gesagt habe, ich will meine Serienlader, die eben original verbaut worden sind, die will ich einfach bei Serie belassen und wir brauchen einfach noch da einen zusätzlichen Satz an Ladern, die wir halt dann entsprechend bearbeiten können, dass jederzeit, wenn du halt sagst, okay, hey, ich will das Auto wieder komplett zu 100% auf Serie zurückbauen, denn so was ich ja mitbekommen habe, bei den Ladern bleibt es ja nicht Richtig. beim Fahrzeug, sondern es ist ja ein deutlich größerer Aufwand, deswegen haben wir ja das Auto glaube ich, mittlerweile, wann habe ich das Auto zu dir gebracht? Ich glaube, es sind jetzt mittlerweile bestimmt 5 Wochen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt, 5 oder 6 Wochen ist es So her, nicht. genau. Wir haben dann natürlich, wie gesagt, das Thema Lader noch gehabt, dann was jetzt noch mit reingekommen ist für die Stufe Ladekühler, ne? Ganz wichtig und natürlich Abgastrakt. Ne? Was jetzt noch nicht da ist und auch das kommt aus den USA. Ich habe gedacht, naja, komm, den bestellen wir dann einfach, ist ja kein Thema. Luftfilter, ganz wichtig. Ne? Höherer Durchsatz, haben wir geguckt, in Deutschland nicht erhältlich. Du kannst ein Original bestellen, aber du kriegst keinen optimierten Luftfilter. Ja. Und den haben wir jetzt in den USA bestellt, über LCE USA. Und der ist jetzt per Express unterwegs und wird dann wahrscheinlich, ich denke mal, am Montag oder Dienstag spätestens bei uns sein. Ja. Da bin ich richtig gespannt. Ich habe ja auch generell mal so im Internet gesehen, so viele Videos habe ich eigentlich gar nicht gefunden, wo es so wirkliche Umbauten gibt mit GT2 RS. Ja, man muss natürlich sagen, warum. Das Auto ist natürlich irgendwo preistechnisch in der Liga, wo man sagt, naja, mit einem Turbo oder Turbo S baue ich mal vielleicht noch um. Ja. Und ein GT2 RS, der liegt halt deutlich drüber, ja, in der Anschaffung schon. Und für viele ist es ja ein Sammelobjekt. Da sage ich auch, da ist von der Käuferschicht X für GT2 RS schon ein Großteil raus, die sagen, das Auto fasse ich nicht an, da mache ich nichts dran. Ne? Und das ist ja auch so ein bisschen deine Herangehensweise, wo ich auch nachvollziehen kann. Du willst immer die Möglichkeit haben, das Auto wieder auf Serie umzurüsten. Genau. So. Genau. Und deswegen, wenn ich jetzt, sag ich mal, dein Auto hätte, würde ich es nicht anders machen. Ne? Dass ich die Serienlader da liegen habe und sage, die kann ich wieder umbauen. Und das sind auch die Originalen Ja, von und diesem Ladeluftkühler Motor. und alles, dass du einfach wieder Genau. das Auto auf 100% Serie zurückbauen kannst. Weil am Ende des Tages musst du auch wirklich sagen, GT2S, wenn du alle, sag ich mal, Hilfssysteme anlässt, ist das Auto safe zum Fahren. Aber sobald du da ein bisschen rumdrückst, dann wird das Auto halt zu einer Waffe. Ich habe immer wieder kriege ich die Fragen, hey, GT3S oder GT2RS, du kannst die Autos überhaupt nicht miteinander vergleichen. Wenn du sie vergleichen musst, sage ich immer wieder, GT3RS ist ein Spielzeug im Vergleich zu einem GT2S. Das ist halt einfach
ab einer bestimmten Ebene ist dieses Auto, wird es zur Waffe. Und dann, klar, mit der Leistung schon mehr. Was sind wir gefahren davor? So 810 PS. Das war schon deutlicher Unterschied zur Serie gewesen. Ja, Ne? Aber ja. Und das ja mit Leichtigkeit, ne? Wenn du sagst, also für die Leute, die es nicht wissen, aber GT2S Serie 700 PS, Ja, und genau. du machst eine Software drauf und der schüttelt das so aus dem Ärmel. Ja, genau. So, Das, wie wenn's das nichts ist ja wäre. das Verrückte. Das ist so verrückt. Das ist so verrückt. Und du hast keine Hardware getauscht, hast über 100 PS mehr. Ja, genau. Und ja, das ist hier natürlich die Hardware-Reserve, die du hast. Ne? Und ja, wenn es dann natürlich drüber hinausgehen soll, bist du rucki-zucki an 1000 Newtonmeter, ne? Und 900 jenseits PS, Und das je auf die nachdem was. Hinterachse, zu 100% auf die Hinterachse. Ja? Ja. Turbo S haben wir ja schön safe Allrad und da weiß ich ja noch, Robert, was wir da Traktionsprobleme Hör hatten. mir auf, Mann. Ja, Ich bin so gespannt, wie das dann von der Leistung her sein wird. Und Also- was heute dann rauskommt bei der Leistung. Das ist ja ganz wichtig, denn ich weiß ja nicht, was dein Ziel ist, wo wir da am Ende rauskommen mein sollen. Ziel, Ja, vierständig. okay. Ist auch mein Ziel. Sprechen Ist wir auch eine mein Ziel. Sprache, gell? Genau. Das ist schon, ich bin richtig, richtig gespannt. Ja, genau, also so viel mal zum Thema, was haben wir am Auto gemacht. Neben der ganzen Technik und Leistung, die da reinkommt, haben wir ja auch noch ein anderes Thema gehabt. Du wolltest ja gerne noch ein paar Carbon-Teile, die du bei uns Ja. auch am 992 schon gesehen hattest, genau. wo wir sagen, wir machen hier gar nicht ein großes Tamtam und machen hier nochmal Splitter und nochmal zusätzlichen Spoiler, sondern wir nehmen ja eigentlich die Originalverspoilerung und machen das Ganze einmal in Carbon, in Sichtcarbon. Ne? Und das haben wir jetzt ja bei dir auch gemacht, dass wir die ganzen Luftführungen und auch den Heckdiffusor und so weiter ja, aus Carbon machen lassen. Ja? Und die sind jetzt gerade noch in der Mache. Ja. Ich denke, dass wir in den nächsten 2 Wochen dann wahrscheinlich die Teile kriegen und dann werden wir es verbauen für die Leute, die fragen, hey, warum habt ihr denn die Stoßstange vorne weggebaut, obwohl er dann jetzt bloß Leistung macht. Ne? Ja. Deswegen, da kommen ja noch ein paar Carbon-Teile. Ja, genau. Das haben wir nämlich auch gesagt, dass, weil man muss ja schon sagen, du hast ja beim GT2S mit dem Weißdachpaket hast du schon sehr viel Carbon, außer halt eben, wie gesagt, Front, bisschen seitlich und hinten Diffusor. Wenn du das halt natürlich dann 992 vergleichst, GT3 da ist halt einfach. Also ich glaube mittlerweile, ich kenne eigentlich kein Auto, vor allem in dem Preissegment, wo du so viel Plastik hast. Ja. Mich stört es nicht, weil ich meine, für mich ist es halt, ich fahre mit dem Auto hauptsächlich auf der Rennstrecke, also vor allem beim GT3 RS. Und dafür ist es dann halt auch wieder, sag ich mal, abbildbar Genau, günstiger. genau, weil wenn du halt da wirklich anfängst und sagst, hey, du willst jetzt da komplett alles aus Carbon haben, bist du halt natürlich auch preislich irgendwo, wo du sagst, wenn du da irgendwo einen Schaden dann hast. Ja. Deswegen. Ja, ich denke, das ist schon mit Bedacht passiert alles bei Porsche, warum das jetzt mehr Kunststoff ist. Aber für die Leute, die natürlich auch Wert legen auf Optik, können wir solche Sachen natürlich auch aus Carbon anbieten. Und das ist ja das Schöne. So, hier volle Geschütze aufgefahren, hast du gesehen, ne? Sprit, alles am Start. Geil. Hier kommt's voran. Ja. Jetzt haben wir den richtigen Sprit. Jawohl. Wir lassen jetzt noch mal ganz kurz ein bisschen abkühlen. Wir haben jetzt den ersten Pool gemacht, um zu schauen, ob alles funktioniert, bevor wir dann die volle Leistung abrufen. Aber ich denke, wenn es dann soweit ist, müssen wir wahrscheinlich mal kurz 1-2 Minuten innehalten, ne, weil wir uns wahrscheinlich dann nicht mehr gegenseitig verstehen. Ich bin sehr, sehr gespannt, was jetzt rauskommt. Ist noch nicht die finale Map, das weiß ich, aber wir werden jetzt die 102er in Revision 1 und 2 mal machen. Vielleicht gibt es noch eine dritte und dann sollten wir eigentlich schon die richtige Zahl dastehen haben. Mit was wärst du denn happy heute? Robert, mit was wären wir happy? Was? Mit was wären wir happy? Mit welcher Leistung wären wir happy? Mit wer? Digga. Ich hab verstanden, welche Leistung fährt der Bentley. Ich denke mir, was will denn der jetzt? Mit was wären wir happy? Ich nehm's mal, obligatorisch. 1500. Boah. Okay, alles klar. Ja, wenn dann schon gescheit. Nee, mit was wärst du denn happy? Also ich wäre happy, sage ich mal so 950, glaube ich, wäre geil. Okay. Brauchen wir überhaupt nicht reden, wenn es natürlich vierstellig ist brutal. Ja, Aber für mich so irgendwas Okay. so 900 bis Gut. 950 wäre für mich Okay. perfekt.
Wir haben jetzt gerade mal die erste wirkliche aussagekräftige Map drüber gelegt. Ja. Das dunkelgrün war quasi die Eingangsmessung von damals und jetzt ist die hellgrüne quasi aktiv. Gell? Und da siehst du halt hier oben raus, hier hast du diesen Break-Even-Point, wo du halt wirklich kontinuierlich hinten raus bis zum Schluss, bis fast 7000 die Leistung hältst. Und auch hier der Break-Even-Point ist, wo du noch weiter Anstieg hast, wo hier ja schon, sag ich mal, am Stagnieren ist. Und das ist jetzt quasi dann mit der ersten Map gewesen. Ne? Also von dem her, wir sind jetzt gerade schon an der Map 3 dran. Hat der Kollege gerade gesagt, Map 3 ist ja für dich für den Track, dass du auch wirklich auf Rundenzeiten fahren kannst und trotzdem das Ganze funktioniert, ne? Temperaturtechnisch und so weiter. Deswegen, wir machen das gerade parallel, die Map 3 zur Map 2. Das ist jetzt hier noch zur Map 2 dann quasi die Auswertung. Werden aber wahrscheinlich auf der Map 3 ähnliche Leistung jetzt gerade fahren können. Map 2 gehen wir noch ein Stückchen hoch. Das heißt, du bist dann nachher auf dem Track, bist du dann bei 870 PS unterwegs, 920 Newtonmeter. Das ist quasi so, was beim Track wahrscheinlich nachher rauskommen wird am Ende des Tages. Genau. Glaube ich, ist mehr als genug. Ja, für den Track auf jeden Fall würde ich auch sagen. Und für das Thema Beschleunigung 102er Map, was wir auf die Map 2er packen, werden wir jetzt hier dann nochmal gucken, dass wir da nochmal einen draufpacken. Na? Sehr gut. Jawohl. So, jetzt haben wir noch mal eine Schippe draufgelegt. Also man sieht ja fast, man hat ja ein sehr, sehr schönes Plateau. Bei 3,5 sind wir ja quasi schon im Maximalbereich, was wir bis hinten hin durchziehen. Das werden wir jetzt noch ein bisschen glätten, diesen kleinen Einbruch, den minimalen, den wir hier haben. Und dann zieht sich das bis 7000 Umdrehungen komplett durch. Und wir sind jetzt bei 915 PS und haben die 962 Newtonmeter. Ne? Und so tasten wir uns eben langsam ran an das Thema, weil wir da auf Nummer sicher gehen wollen. Ne? Der Motor ist brutal teuer, ne? Und wir wollen auch keinen Turbomotor oder sonst irgendwas kaputt machen, die bei uns hier auf dem Prüfstand sind. Deswegen haben wir immer mehrere Zwischenschritte. Aber wir überwachen alles in Lifetime. Das heißt, bis der Öldruck da klopft, da klingelt da und so weiter und so fort. Und dann hast du vielleicht mal Anzeichen, wo du sagst, okay, aber ich bin jetzt hier nicht übers Ziel hinausgeschossen und gib dir gleich Vollgas mit einer vielleicht schlechten Software oder ein Öldruck, der mal abfällt oder sonst irgendwas dergleichen, wird das natürlich nach und nach immer revisiert. Und beim Map-Switch können wir ungefähr sagen, pro Map fahren wir da 3 Revisionen, ne? Bis wir dann sagen, jetzt sind wir eigentlich in einem Bereich, das ist gesund. Du musst natürlich auch irgendwo in einem Bereich, wo du sagst, okay, jetzt fängt er an, Zündung zu ziehen. Ja. Und dann weißt du, bis hierher kann ich gehen und nicht weiter. Ne? Das ist ja immer genau so, dass wir den Break-Even-Point finden, wo wir sagen, das ist haltbar, das ist fahrbar. Und hier sind wir jetzt vielleicht schon einen Tick rüber, da muss man auch vielleicht mal wieder eine Stufe runtergehen. Ne? Aber hier sind wir noch absolut im grünen Bereich unterwegs und ja, jetzt gucken wir mal, dass wir vielleicht die letzte Revision haben und dann Ich gibt's wollte vielleicht gerade ein sagen, bisschen also ich bin Barbecue. ja eigentlich mega happy, weil das sind jetzt allein schon über 100 PS mehr, aber ich merke schon, ich höre, da geht noch ein bisschen mehr. Ja, ich denke auf jeden Fall. Wir gucken, was wir rausholen Robert, was können. meinst du, reicht es oder? Wir brauchen die 1500. Ja, Robert ist total unzufrieden, ich sehe schon. Ja. Ja, Das ist ist ja schon gar wieder nicht. Wahnsinn. Ja. Ja gut, aber auf der anderen Seite, du hast es ja gerade kurz gesagt, Luftfilter, wartet ihr noch darauf? Genau, der Luftfilter ist wichtig. Und wir müssen natürlich auch sagen, dass wir hier nicht die Luftzirkulation haben wie bei einem Fahrtwind. Ne? Ich Ja. sag mal, wenn ich jetzt hier 200 fahre, auf dem Prüfstand ist das was anderes als auf der Straße. Und deswegen, wir müssen auf jeden Fall auf der Straße fahren. Und auf der Straße hat das Auto mehr Leistung. Das auf jeden Fall. Hier auf Was dem wir Prüfstand natürlich ist heute weniger. nicht schaffen werden Ja. bei dem Wetter. Ist so. Das kommt mit dazu. Und es fehlen auch ein paar Carbonteile. Ne? Genau. Ja. Also lassen wir uns mal überraschen. Es bleibt richtig spannend. Ich würde sagen, Ja. wir machen weiter, oder? Auf jeden Fall.
Ich glaube, da müssen wir besser an Steven fragen. Ja, ich denke, damit können wir zufrieden sein, oder? Ich glaube, das ist ziemlich wild. Also Ja? ich weiß gar nicht, ob ich mit der Leistung überhaupt fahren möchte, muss ich ehrlich sagen, Robert. Was ist denn? Hier Ja, links. einmal 1012 PS. Weißt du was? Ja, natürlich viel zu viel Drehmoment. Wir werden jetzt natürlich wieder runtergehen. Das ist nichts für Dauerbelastung, das muss man ganz klar sagen an der Stelle, weil die Leute ja sonst sagen, was, so viel Drehmoment? Nee, das ist natürlich viel zu viel, da müssen wir runter. Und wie du auch sagst, ne, für uns ist ja bloß wichtig, dass wir zeigen, es geht. Ja. Ne? Du entscheidest am Ende des Tages, wie viel Leistung du fahren willst. Robert, was meinst du? Ich sage immer noch 1500. Da manchen okay. Ja, aber ich denke mal so 900 sind ja noch human, oder? Also was denkst du ist solide? Also für mich jetzt glaube ich, wenn ich so, wie wir mal die eine Messung gemacht haben mit den 915, ja, du hast ja schon gesagt gehabt, das kann man dann nochmal easy anpassen von der einen Stage. Also ich wäre für mich, glaube ich, mega happy mit 930. Ja. Was meinst du? Ist auf jeden Fall drin. Wie gesagt, das war ja damals noch nicht die finale Map. Wir haben ja auch noch den Luftfilter nicht drin. Wenn wir den Luftfilter drin haben, können wir ja auch noch mal ran. Der macht sehr, sehr viel dann aus in dem Bereich. Und das heißt, da wärst du theoretisch eigentlich nochmal bei mehr Leistung sogar. Hier jetzt? Ja. In der Theorie ja. Ja. In der Theorie ja. Aber ich denke, dabei belassen wir es jetzt. Ja. Ne? Ist ja alles ganz geblieben, es soll auch alles ganz bleiben. Wir werden mit dem Drehmoment wieder runtergehen. Ich sag mal, alles so zwischen 960 bis max 1000 Newtonmeter ist in Ordnung. Deswegen, da sollten wir wieder runter und von der Leistung gebe ich dir recht, 930 ist was, wo du wirklich sagen kannst, dass du keinen Kopfschmerzen, ne? Dass dir jetzt irgendwie nach, was weiß ich, Kilometer X denn der Weihnachtsbaum angeht, weil irgendwelche Fehlermeldungen kommen. Und zum einen muss man ja auch sagen, das soll ja nicht nur jetzt, wenn wir mal 23 oder 24 Grad haben, funktionieren, sondern im Sommer, wenn wir mal 35 Grad haben und du bist unterwegs, dann soll es natürlich genauso funktionieren. Genau. Deswegen, wir müssen das auch mal berücksichtigen, thermisch, dass das dann alles noch im Zaun ist. Und da würde ich sagen, 930 ist auf jeden Fall ein guter Weg. Genau. Das Auto ist ja sowieso ja noch die nächsten Tage bei euch. Ja. Auf der einen Seite natürlich mit dem Carbon, auf der anderen Seite Luftfilter. Also ein bisschen was steht noch an. Ja, das Auto muss noch auf dem Prüfstand bleiben. Ne? Ja. Das wolltest du ansprechen, weil das ist ja eigentlich fast das Wichtigste für dich. Genau. Da fehlt nämlich hinten noch was raus. Genau. Wir brauchen nämlich noch ein bisschen Barbecue, würde ich sagen, oder? Ja. Bisschen Barbecue. Und da schreibt der Kollege gerade was Schönes zusammen. Und das dauert ein paar Tage, sagen wir es mal so. Wir müssen ja auch sagen, das ist ja kein Geheimnis, im Normalfall machen wir immer Performance Stages. Ne? Ja. Das heißt, du hast Stufe 1, 2, 3, 4, dann für Rennstrecke mit Methanol, ohne und so weiter hast du deine ganzen Stages, aber alles ist immer auf Performance ausgelegt. Das ist jetzt natürlich eine Showmap, die wir dann machen, die du nutzen kannst, wo es dann rein um das Thema Flamme geht. Genau. Das ist wichtig einfach, Ja, Robert. ja, es ist halt einfach so, ja. Also die Ja. Performance hin oder her, es muss hinten flambieren, oder? Ja, ist selbstverständlich. Und ich weiß wenigstens, wir haben jetzt die 1000 geknackt. Das Das ist wichtig. es ist einfach nur unfassbar. Es ist einfach nur unfassbar. Ja, dann würde ich sagen, dann machen wir uns auf den Rückweg. Genau. Und dann hier werden dürfen noch- wir uns Leute wieder in der Garage sehen, wenn das Auto komplett fertig ist. Genau. Steven, Hört sich nach einem vielen Plan an. Dank dir. Vielen Dank, dass ihr da wart. Und wie gesagt, wir machen jetzt noch ein bisschen Hausaufgaben. Gucken, Genau. dass wir hier dann vielleicht heute auf Freitagabend noch ein bisschen Barbecue haben. Und dann Genau, sollte das ja ich bin richtig gespannt. So, dann sehen wir uns in der Garage wieder, oder? Auf geht's.